Was passiert, wenn man einen Monat so sparsam wie möglich lebt? Ich habe es ausprobiert. Alles ist teurer geworden. Und wie viele andere muss ich jetzt sparen. Daher will ich jetzt so sparsam wie möglich leben, ohne dabei auf Dinge zu verzichten, die mich glücklich machen. Oder den Spaß beim Essen. Kann man sich mit weniger Geld überhaupt gesund ernähren? Bringen Coupons und Rabatte überhaupt irgendwas? Und wie viel Zeit frisst das Suchen nach diesen ganzen Angeboten eigentlich? Und wenn man das alles macht, macht es in der Gesamtheit am Ende des Monats überhaupt einen finanziellen Unterschied? Wir alle haben monatliche Fixkosten wie Miete, Krankenversicherung oder Strom. In den Bereichen habe ich persönlich das Sparpotenzial aber schon voll ausgereizt. Aber in anderen Bereichen wie Lebensmittel, Mobilität oder Unterhaltung kann ich bestimmt noch einiges sparen. Und genau das werde ich jetzt ausprobieren. Mit Ergebnissen, die weit über das hinausgehen, was ich erwarte. Weil ich im Lotto Okay, sorry. Also den Humor sollte ich mir auch dringend sparen. Ich habe jeden Monat ein festes Budget, das ich für Essen, Bahnfahren oder Spaß ausgeben kann. Dafür nehme ich 30% von dem, was ich insgesamt verdiene. Das ist mein Plan, damit ich nicht zu viel ausgebe. Es gibt da nur ein Problem. Das klappt halt überhaupt nicht. Mein monatliches Budget sind 500 Euro. Meine monatlichen Ausgaben liegen aber bei 635 Euro. Das sind 355 Euro für Lebensmittel und Snacks unterwegs, 200 Euro für Mobilität, 40 Euro für Unterhaltung, wie zum Beispiel Streaming oder mein Lieblingszeitschriftenabo und 40 Euro für Haushaltsartikel wie Toilettenpapier, Putzmittel. Und vielleicht spare ich bei diesem Experiment ja sogar ein bisschen Zeit. Kennt ihr das auch? Ihr kommt aus dem Supermarkt raus und habt mehr gekauft, als ihr eigentlich braucht. Ich hasse es, wenn das passiert. Und es passiert dauernd. Es ist so frustrierend. Und so eine Verschwendung von Geld und Zeit. Jedes Mal, wenn ich in den Supermarkt reingehe und auch wenn ich nur eine Sache kaufen will, komme ich mit mehr raus, als ich kaufen wollte. Da gab es noch irgendeine Rabattaktion, mir ist noch irgendwas ins Auge gefallen, wo ich dachte, oh, das könnte ich vielleicht auch brauchen. Und dann verbringe ich am Ende auch mehr Zeit im Supermarkt, als ich geplant habe. Deswegen, ich verschwende irgendwie Geld und Zeit. Ich verstehe nicht, wieso das immer wieder passiert. Ich kaufe da so oft Sachen, die sind nett und so, aber ich brauche das nicht wirklich. Warum passiert das? Aktuelle Studien, zum Beispiel von der Gesellschaft für Konsumforschung, zeigen, dass wir bis zu 60% unserer Einkäufe spontan tätigen. Die Regale sind so aufgebaut im Supermarkt, dass wir immer die neuesten Produkte sehen und auch nicht unbedingt die günstigsten zuerst. Und wer hungrig einkauft, kauft sowieso mehr und passt noch weniger auf. An der Kasse warten auch noch Süßigkeiten, die wir fast automatisch mitnehmen, weil man gönnt sich ja sonst nichts. Okay, Moment. Doch, wir gönnen uns 24/7. Aber vermutlich können wir gar nicht unbedingt was dafür. Warum, erkläre ich gleich noch. Diesen Monat werde ich darauf achten, wofür ich Geld ausgebe und mich darauf konzentrieren, was ich wirklich brauche. Gleichzeitig will ich nicht auf alles verzichten müssen, sondern so sparsam und glücklich wie möglich leben. Vielleicht will ich ein bisschen zu viel in diesem Experiment. Mal sehen, was ich am Ende wirklich bekomme. Aber ich fange jetzt erstmal beim größten Posten an mit dem Sparen, und zwar Lebensmittel. Mein Plan? Ich führe ein klares Haushaltsbuch, einen klaren Essensplan, mache insgesamt weniger Einkäufe und nutze alle Rabatte. Das klingt simpel, aber es braucht vor allem Disziplin. Besonders wegen der psychologischen Tricks, die Supermärkte uns geradezu aufdrängen. Und dabei ist der Essensplan für mich essentiell. Ich habe schon öfter sowas versucht, aber es nie dauerhaft durchgezogen. Das wird hoffentlich anders jetzt. So, ich habe jetzt einen klaren Essensplan, daran werde ich mich halten, keine Ausnahme. Ich werde 2 Großeinkäufe machen. Statt 3-mal die Woche bin ich jetzt nur noch 2-mal im Monat im Supermarkt. Okay, frisches Gemüse werde ich nachkaufen müssen, aber sonst nichts. Hoffentlich halte ich mich beim Nachkaufen daran, nichts anderes zu kaufen, außer dem, was auf der Liste steht. Und um insgesamt maximal sparen zu können, werde ich auch Rabatte, Coupons und Apps nutzen. Wie viel oder wenig diese Apps der ganzen Supermärkte bringen, zeige ich euch in diesem Video auch. Ich habe mein Buch dabei. Ich gehe jetzt in 2 Supermärkte. Bei dem einen ist quasi das Gemüse viel besser und im anderen sind aber Nudeln, Kartoffeln und sowas viel, viel günstiger. Und dann muss ich noch ganz kurz in Rossmann. Dann sind es quasi 3 Supermärkte. Achtet mal auf die Kilopreise von einfach allem. Das ist teilweise so krass, wie viel günstiger die Alternative ist, die auf den ersten Blick teurer wirkt. Der Blick wird wirklich ständig zu Produkten gelenkt, die ich eigentlich nicht brauche und die nicht auf meiner Liste stehen, aber die so günstig sind mit dem Angebot. Ich verstehe schon, warum ich so oft hier verführt werde, Dinge zu kaufen, die ich eigentlich nicht kaufen wollte. Dass unser Blick beim Einkaufen gelenkt wird, ist kein Zufall. Dahinter steckt das AIDA-Prinzip.
Es steht für Attention, Aufmerksamkeit durch auffällige Platzierungen, Interest, Interesse durch Aktionen wie 2 zum Preis für einen, Desire, Verlangen durch Berührung oder Präsentation und Action, das ist dann der Kauf. Und dieses System nutzen Supermärkte perfekt, indem sie Produkte strategisch platzieren und den Laden auch noch regelmäßig umstellen. Also es kann wirklich sein, dass du das Produkt nicht mehr findest, weil es jetzt woanders ist. Da in der Nähe sind aber Produkte, die du auch ganz dringend brauchst. In den Augen des Supermarkts. Der Supermarkt hat Augen. Es ist echt krass, wie viel Disziplin und Konzentration das braucht, diese Angebote zu ignorieren. Ich hätte gar nicht gedacht, dass mir das so schwer fällt. So, ich habe alles. Ich muss tatsächlich den Rossmann aber noch nachholen. Das habe ich nicht mehr geschafft. Die haben irgendwie andere Öffnungszeiten als der Rest. Aber da fahre ich einfach die Tage nochmal hin. Doppelpiece, mein Einkauf vom. Ich habe es geschafft. Erstmal krass, dass dieser Einkauf knapp 100 € gekostet hat. Sonst gebe ich eher so 30 bis 40 aus, aber das reicht dann noch nicht für 14 Tage. Ob das hier jetzt wirklich reicht, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin gespannt. Ich bin heute unterwegs, deswegen habe ich mir was eingepackt. Einen Snack, statt einen zu kaufen. Ein wichtiger Aspekt, um Ausgaben zu reduzieren, ist Selbstkochen. Aber ich kann überhaupt nicht kochen. Mehr? Ja klar, das ist gut. Oh, kann ich doch? Okay, statt der fertig verarbeiteten Lebensmittel kaufe ich jetzt lieber die einzelnen Teile und Zutaten und mache das Ganze dann selber. Ich bin ja Drehbuchautor und Filmregisseur im echten Leben und schreibe aktuell an einem deutschen Kinofilm. Meine Zeit ist begrenzt und ich kann nicht jeden Mittag eine Stunde in der Küche stehen. Da habe ich einfach keine Zeit für. Ich habe aber auch keine Lust, am Wochenende alles vorzukochen, weil am Wochenende will ich entspannen. Daher habe ich alle Rezepte, die ich jetzt mache, so ausgesucht, dass ich sie in unter 30 Minuten kochen kann. Und eine Sache ist auch super, es bleibt immer was übrig, wenn ich abends doch nochmal Hunger bekomme oder vielleicht eine Nachtschicht mache, dann habe ich noch genug da und sonst kann ich es meistens auch einfrieren. Moment, ich würde gerne nochmal den Einkauf von Tag 1 sehen. Was fehlt hier im Vergleich zu sonst? Verarbeitete Lebensmittel. Ich habe mir im Grunde nur die Einzelteile zum selberkochen gekauft. Laut meiner Recherche spart man alleine dadurch, je nach Gericht, 50% des Geldes. 50%? So viel? Warum? Dazu komme ich gleich. Ich habe vorher aber noch einen Trick gefunden, um die Kosten in einem anderen Bereich um 100% zu kürzen. Meine Kontoführungsgebühren sind nämlich frech mit 10,99 € für kaum Service, weshalb ich mein Konto gekündigt habe und gewechselt bin. Und seitdem verdiene ich mit meinem Konto sogar Geld. Was? Mit dem komplett kostenlosen Girokonto von Trade Republic zahle ich keine monatlichen Gebühren und bekomme auf mein Guthaben sogar noch 3% Zinsen pro Jahr. Die Zinsen werden sogar monatlich ausgezahlt und ich kann jederzeit flexibel auf mein Geld zugreifen. Außerdem bekomme ich für jeden Einkauf, den ich mit dieser schönen Karte tätige, 1% Safeback. Spiegelst du dich gerade darin? Was ich sagen will, dieses Girokonto, es bietet alle wichtigen Funktionen wie Gehaltszahlungen, SEPA-Überweisungen in Echtzeit und kostenlose Bargeldabhebungen ab 100 € weltweit. Eigentlich ein No-Brainer. Es gibt keine Kontogebühren, das Konto ist in 5 Minuten eröffnet und du brauchst nicht mal eine Schufa-Auskunft dafür. Wenn du also wie ich genug hast von diesen unnötigen Gebühren für keine Leistung und zu einer modernen und fairen Form des Banking wechseln möchtest, schau dir Trade Republic gerne mal an. Über den Code oder den Link unterm Video. Okay, cool. 100% beim Bankkonto gespart. Und wie spare ich jetzt 50% beim Kochen? Fertigprodukte enthalten Aufschläge für Verarbeitung, Verpackung und Marketing. Die Grundzutaten aber, wie zum Beispiel Linsenreis, frisches Gemüse, sind im Vergleich pro Kilogramm oft deutlich günstiger. Außerdem spare ich dadurch nicht nur Geld, sondern reduziere auch Verpackungsmüll, weil ich mein Gemüse ja größtenteils unverpackt kaufe. Und mit unverarbeiteten Lebensmitteln kann ich auch größere Portionen kochen und mehrere Mahlzeiten zubereiten, was den Preis pro Portion nochmal senkt. Es ist außerdem gesünder, weil halt nur diese Zutaten drin sind, die ich bestimmen kann. Und es gibt noch einen Vorteil. Ich habe jetzt 4 Tage gegessen und die Reste von den 4 Tagen, also nur das, was übrig geblieben ist jeden Tag, reicht nochmal für weitere 4 Tage, so glaube ich. Ich habe immer so viel mehr gemacht, dass einfach ich quasi immer schon für übermorgen mitgekocht habe. Und das Krasse ist, das spart natürlich total Zeit, weil ich das jetzt nur noch warm machen muss an einem anderen Tag. Ist ja alles sonst fertig. Seit meinem Rohkostexperiment kaufe ich sehr viel weniger verarbeitete Lebensmittel. Das hat wirklich krass was verändert. Aber trotzdem habe ich mir zwischendurch mal was super Verarbeitetes gegönnt, wie so Fake-Fleisch oder sowas. Also so diese Rügenwalder Produkte. Aber jetzt zeigt mir dieses Experiment in so kurzer Zeit schon eine Sache, die mir, glaube ich, gar nicht so klar war. Mir schmeckt viel besser, was ich selber koche. Ich weiß nicht, ob das arrogant ist, aber es ist halt einfach exakt mein Geschmack. Ich koche exakt für meinen Geschmack. Und das macht kein Restaurant der Welt, das macht kein Lieferdienst, das schafft kein vorbereitetes Lebensmittel. Das schaffe nur ich selber. Und ich meine, ich koche sowieso jeden Tag.
Aber dass ich so mit diesem Essensplan rangehe, sorgt dafür, dass ich halt nicht mal spontan nur Nudeln mit nix mache, sondern es gibt halt diesen klaren Plan mit genau meinem Geschmack, worauf ich Lust habe. Ich ernähre mich wahrscheinlich auch viel gesünder dadurch, weil ich schon mir so überlege, was kann ich da essen, was wäre vielleicht auch ein bisschen abwechslungsreich. Es hat nur Vorteile. Aber es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, durch Kochen und Essenslisten Geld zu sparen. Alle Supermärkte werben mit Apps und Punktesystemen. Wie viel kann man denn da sparen? Damit ich wirklich maximal Geld sparen kann, habe ich auch für die Supermärkte, in denen ich einkaufe, Apps genutzt. Und diese Apps werben oft mit exklusiven Angeboten, personalisierten Rabattcoupons und Bonuspunktesystemen. Also vor allem werben sie damit, dass man Geld sparen kann. So, ich habe jetzt mal geguckt, wie viel ich gespart habe über die Apps. Bei Rossmann gab es dieses 10%-Ding. Okay. Also es gibt schon eine Ersparnis. Und das war jetzt für diesen quasi Großeinkauf fast 5 €. Klingt gut, oder? Fühlt sich auch gut an. Denn allein das Gefühl, etwas günstiger zu bekommen, löst in unserem Gehirn einen kleinen Dopaminkick aus. Es macht glücklich. Es macht einfach glücklich, Schnäppchen zu finden. So glücklich, dass wir oft zu Dingen greifen, die wir eigentlich gar nicht kaufen würden. Aber keine Angst, ihr seid damit nicht allein. Dieses Gefühl im Supermarkt was zu kaufen, das man nicht unbedingt braucht und es dann trotzdem zu machen, das ist normal. Laut einer GfK-Studie nutzen rund 80% aller deutschen Haushalte mindestens ein Bonusprogramm. Diese Apps bieten Vorteile wie Rabatte und exklusive Angebote, sammeln aber auch Daten über unser Kaufverhalten, inklusive unseres Standortes, wenn wir das erlauben. Viel entscheidender ist jedoch, dass sie bewusst auf psychologische Tricks setzen. Rabattaktionen wecken kurzfristige Glücksgefühle, die uns zu Impulskäufen verführen. Wir kaufen mehr, weil wir uns von angeblichen Schnäppchen angezogen fühlen, nicht, weil wir das Produkt wirklich brauchen. Das steigert den Konsum und führt oft dazu, dass wir beim Sparen im Grunde mehr ausgeben. Also, dass man mit den Apps spart, das stimmt. Die Ersparnisse sind real. Aber sie gehen meistens mit einem starken emotionalen Effekt einher, der uns zu weiteren Käufen verleitet. Wir sparen vielleicht bei einem Produkt, kaufen aber halt andere Sachen, die wir nicht kaufen wollten und unterm Strich geben wir mehr Geld aus. Ob durch das Prinzip AIDA oder direkt über die Apps. Laut einer Studie der IFH Köln stieg der Anteil an emotional und spontan kaufenden Menschen von 2023 auf 2024 von 32 auf 35%. Das klingt jetzt nicht besonders viel, oder? Naja, also in Geld heißt das für die Märkte ein Umsatzplus von 23 Milliarden Euro. 23 Milliarden Euro. Komplett absurde Zahl. Okay, aber warum kaufen die Menschen von einem auf das andere Jahr plötzlich mehr emotional und spontan ein? Weil wir alle diese Apps nutzen? Oder vielleicht auch, weil wir alle zunehmend überfordert sind von einer Welt, die sich immer bedrohlicher anfühlt. Aufgestaute Aggression und Ängste begegnen uns ja überall. Diese ganzen Ängste können halt dazu führen, dass wir versuchen, das irgendwie zu kompensieren. Und das machen wir halt, indem wir emotional und spontan Dinge kaufen. Studien weisen darauf hin, dass Shoppen kurzfristig sogar glücklich macht. Langfristig jedoch oft zu Schuldgefühlen und finanzieller Belastung und auch so einer Leere führen kann. Und das kann halt einen Teufelskreis auslösen, weil du kaufst was du nicht kaufen wolltest, bist kurz trotzdem glücklich, fühlst dich dann wieder schlecht und kaufst wieder was du eigentlich nicht kaufen willst. Also du kaufst immer weiter, ohne nachhaltig zufrieden zu sein. Und das Hauptproblem ist, dass die Quelle des Problems nicht angegangen wird. Ich habe heute mal wieder gemerkt, wie wichtig es ist, gegen diese innere Unruhe anzukämpfen. Und zwar aktiv mit sozialen Kontakten, seltenerem und bewussterem Nachrichtenkonsum und Achtsamkeit. Wenn man es irgendwie schafft, sollte man versuchen, sich aktiv gegen diese allgegenwärtige Angst zu stellen, damit man nicht davon aufgefressen wird. Ich sage nicht, dass die Angst, die uns gerade weltweit und wahrscheinlich jeden umgibt, dass sie nicht gerechtfertigt ist, aber wenn sie uns komplett lähmt, hilft es keinem. As always, das hier ist alles meine subjektive Erfahrung, meine Einkäufe, mein Erleben. Ich hoffe natürlich auch, dass euch das was bringt, auch wenn eure Einkaufswägen wahrscheinlich komplett anders aussehen oder ihr vielleicht kein Auto fahrt. Okay, wieso fahre ich eigentlich ein Auto? Ich habe zum Beispiel aus beruflichen Gründen ein Auto. Beruflich aber drehe ich immer mal wieder, viel öfter als man denkt, an Orten, wo keine Bus- und Bahnverbindung besteht, wo man also nicht mehr in die Nähe kommt. Dafür brauche ich ein Auto. Und wenn man ein Auto hat, dann nutzt man es auch in Bereichen, wo man es vielleicht gar nicht nutzen müsste. Man wird fauler.
Jetzt bin ich aber aktuell jede Strecke, die ich konnte, gelaufen. Egal wie kalt es war. Aber ich glaube, vor allem war es gesund. Meine Schritte pro Tag waren lange nicht mehr so hoch, weil ich sitze die meiste Zeit während meiner Arbeit an einem Schreibtisch und tippe und ansonsten sitze ich irgendwo an Filmsets und rede. Aber ich bewege mich nicht besonders viel in meiner Arbeit. Jetzt aktuell habe ich eine super coole Strecke gefunden, die nicht an der Straße entlang ist, aber trotzdem mich halt dahin führt, wo ich gleich sein muss, um meine Festplatte zu übergeben. Ich gehe jetzt tatsächlich nur 15 Minuten. Das heißt, ich bin eigentlich, wenn ich im Auto fahre, nicht viel schneller. Da brauche ich nämlich ungefähr so 7 Minuten. Also das ist auf jeden Fall eine Strecke, die werde ich jetzt oft gehen, würde ich mal sagen. Und die Veränderung in diesem Verhalten, mehr zu gehen, zeigt sich natürlich auch in den Schritten, die ich jeden Tag jetzt gehe. Und logischerweise wird sich das dann auch in meinem Kalorienverbrauch widerspiegeln. Der wird natürlich steigen. Deswegen bin ich gespannt, ob das mit meinem Essensplan alles klappt. Weil den habe ich ja so ausgerichtet, dass der für mich reicht und meinem aktuellen Kalorienbedarf. Aber ich glaube, so viel mehr werde ich jetzt nicht hier zu mir nehmen durch die paar Fußwege. Falls doch, werde ich es voll merken. Dann werde ich nämlich nicht genug zu essen haben auf Dauer. Es tut mir gut. Ich bin in der Natur und da ich aktuell ja Zeit spare, weil ich nur noch 2-mal im Monat in den Supermarkt muss. Was denn? Du bist aktuell öfter im Supermarkt. Ah ja, stimmt. Ich muss einmal die Woche hin, also 4-mal im Monat. Wieso eigentlich? Mein Großeinkauf würde zwar für 2 Wochen reichen, aber das Obst und Gemüse würde nicht so lange halten. Deshalb fahre ich jede Woche nochmal in den Supermarkt und kaufe nur neues Obst und Gemüse ein. Und dabei fällt mir eine weitere Sparmaßnahme ein, die ich schon seit einer Weile aktiv durchführe und immer noch liebe. Was ich nach wie vor empfehlen kann, ich sammle alle Schalen, friere die ein und wenn ich dann Suppe oder Brühe machen will, koche ich die. Bester Geschmack. Also ich finde es wirklich super lecker. Es läuft soweit insgesamt alles sowieso ziemlich gut, bis dann ein ziemlich emotionaler Spontaneinkauf droht. Ein kurzer Einschub vorher. Das Mindesthaltbarkeitsdatum, das kennt ihr ja alle. Und stark reduzierte Artikel laufen oft schneller ab, sind aber meistens noch genießbar. Man kann einfach sehen, riechen, schmecken, ob das Ding noch zu essen ist. Während 882 Millionen Menschen weltweit hungern, landet ungefähr ein Drittel unserer Nahrung einfach im Müll. Wir können genug Nahrung für 10 bis 11 Milliarden Menschen produzieren. Also Hunger ist eigentlich ein lösbares Problem. Okay, zurück zum emotionalen Spontaneinkauf. Das, wovor ich am meisten Angst gehabt habe, droht tatsächlich zu passieren. Ich habe gerade fast Mist gekauft. Es ist wieder einer von diesen Tagen oder so, die letzten Tage, wo alles ein bisschen viel ist, beruflich und privat. Also habe ich sogar einen Umweg gemacht, bin hier hinten in Richtung des Supermarkts, um mir jetzt irgendwas zu kaufen, damit dieses Gefühl weggeht. Dann habe ich mich aber zum Glück gefragt, warum ich das gerade brauche, warum ich gerade jetzt irgendwas kaufen will, irgendwas kompensieren muss. Und habe kurz Pause gemacht. Habe kurz mal wirklich mich gefragt, warum brauche ich das gerade? Erst dann habe ich gemerkt, was gerade in mir los ist. Also wie krass es gerade wieder am Brodeln ist, wie krass es gerade wieder am innerlich eskalieren ist. Und das hat aber total geholfen, kurz Pause zu machen und das so zuzulassen und zu merken, okay, in mir geht's gerade total ab. In mir ist es gerade einfach zu krass. Ich glaube, dieses Gefühl anzuerkennen, dass es gerade zu viel ist, dass ich das gerade nicht schaffe. Danach hatte ich auch gar nicht mehr dieses Bedürfnis, jetzt halt irgendwas machen zu müssen. Aber auch dieses Gefühl von Unruhe und Überwältigung ist verschwunden. Ich glaube, das sollte ich viel öfter machen, um solche Situationen auch zu vermeiden. Einfach anzuerkennen, wenn etwas nicht geht und wenn es zu viel ist. Weil ganz oft löst das, glaube ich, schon diesen Wunsch nach Kompensation, nach schnell jetzt was essen, schnell jetzt irgendwas kaufen, schnell jetzt irgendwie das Gefühl verschwinden lassen. Man einfach kurz anerkennt, ey, das ist gerade da und es ist in Ordnung. Innehalten, das Gefühl anerkennen. Das ist reine Psychologie und so effektiv. Was allerdings auch effektiv ist, ist mein Ehrgeiz, der in der 2. Woche auf jeden Fall geweckt ist. Weil mir da eine Sache auffällt, die mich einfach nur glücklich macht. In der 2. Woche erlebe ich Glücksgefühle, mich packt der Ehrgeiz und ich gewinne etwas zurück, von dem ich gar nicht wusste, dass es verschwunden war. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal nur alle 2 Wochen einkaufen war. Das muss ewig her sein. Vielleicht als ich noch zu Hause gewohnt habe. Und was ich heute erlebe, sind richtige Glücksgefühle. Ich habe das Gefühl, das liegt daran, weil ich so die Kontrolle zurückkriege. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe die Kontrolle komplett zurück. Ich habe eine ganz klare Liste. Ich kaufe nur, was da drauf steht. Es gibt keine Ausnahmen. Und das macht mich super glücklich. Es gibt mir so ein sicheres Gefühl von Kontrolle über etwas, was vorher sehr willkürlich sich angefühlt hat.
Jetzt hat mich aber auch der Ehrgeiz gepackt. Ich habe meine Zahnpasta aufgeschnitten. Da komme ich jetzt bestimmt noch mal so 2-3 Tage mit klar. Was ich generell schon das ganze Experiment lang mache, ich schneide Tetrapacks auf. Das ist so ein alter Trick meines Vaters. Das hat er mein Leben lang gemacht. Und jetzt fange ich auch damit an. So, um noch den letzten Rest rauszukriegen. Und man denkt immer, da ist doch fast nichts mehr drin. Und dann kommt dann immer so ein ordentlicher Schluck raus. Also das rechnet sich wahrscheinlich auch übers Jahr. Werde ich in diesem Experiment wahrscheinlich jetzt nicht wirklich bemessen können. Und ich nutze kaputte Kleidung als Putzlappen. Also ich trage Kleidung immer sehr lang. Dieses T-Shirt hier ist wahrscheinlich 18 Jahre alt und das kriege ich nicht mehr geflickt. Das hat so viele Löcher, aber es kann auch ein super Putzlappen sein. Zerschneide ich, mache ich mir mehrere Putzlappen draus. Hervorragend. Haha, die Schwabentricks meines Vaters. Also diese Tricks unterschätzt man schnell. Ich finde absurd, dass mir das so gute Laune macht. Also dieses Gefühl von Kontrolle wieder zu haben. Das hatte ich in den letzten 1-2 Jahren immer weniger. Vor allem auch durch Inflation und diese krassen Preisveränderungen in den Lebensmitteln. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich bekomme das ein Stück weit zurück, weil ich nicht mehr diesem Chaos unterliege, was Angebote, Apps, kauf nochmal hier was ist. Also klar, ich habe durch die Apps ja auch, ich sehe das die ganze Zeit, aber ich habe halt einen ganz festen Essensplan und den mache ich nicht, während ich die App offen habe. Ich gucke halt schon, was ich wirklich brauche. Und dann gucke ich, ob ich in der App ein Angebot finde. Nicht umgekehrt. Sonst würde ich mit Sicherheit wieder Zeug kaufen, was ich nicht wirklich brauche. Ich bin da auch einfach echt anfällig für, habe ich gemerkt. Eigentlich ist für morgen der nächste Einkauf geplant, aber ich habe noch so viel Reste eingefroren. Ich würde gern mal wissen und ausprobieren, wie lange ich den nächsten Einkauf noch hinauszögern kann. Das probiere ich jetzt mal aus. Wie lange kann ich das wohl noch rauszögern? Wie viel später wird mein zweiter Einkauf stattfinden? Wie viel intensiver kann ich die Antwort darauf noch hinaus? 4 Tage habe ich länger ausgehalten als gedacht. Heute ist mir aber was anderes aufgefallen. Ich war nämlich heute dann wieder einkaufen. Und zwar, wie willkürlich manchmal die Preise sind. Vor 2 Wochen, als ich einkaufen war, habe ich einen Saft gesehen, den ich eigentlich kaufen wollte. Der kostete aber fast 5 Euro. Und heute war der für 1,29 Euro da. Ich checke es null. Was ist denn das für eine Preispolitik? Ich muss mal rauskriegen, ob ich da irgendein offizielles Statement kriege. Ich werde mal die Supermärkte anfragen, weil das würde ich gern verstehen. Vielleicht gibt es ja ein System hinter, das man ausnutzen kann. Wäre praktisch. Das habe ich auch die Supermarktketten gefragt, bei denen ich einkaufe. Leider habe ich bis zuletzt keine offizielle Antwort bekommen, aber eine inoffizielle. Produkte werden häufig billiger, wenn sie bald aus dem Sortiment gehen, das Ablaufdatum naht oder ein Überbestand vorliegt. Auch Sonderaktionen durch Außendienstleister, zum Beispiel große Mengenrabatte bei Überproduktion, führen zu niedrigeren Einkaufspreisen, die der Markt dann an die Kundschaft weitergeben kann. So variieren teils die Preise stark. Was sagen eigentlich die Einzelhandelsmenschen unter euch dazu? Weil nachweisen konnte ich das persönlich nicht bei meinen Einkäufen. Ich fand es aber trotzdem interessant. Aber dann, nach 3 Wochen, passiert dann tatsächlich etwas sehr Unerwartetes. Ich habe heute zum ersten Mal eine Ausnahme gemacht. Und zwar habe ich 2 Tage getauscht. Ich hatte nämlich keinen Bock nochmal auf die gleiche Suppe. Deswegen gibt es die morgen. Ich brauche heute ein bisschen mehr Energie. Es ist ein langer Tag. Und es ist echt kalt. Lebensmittel sind der größte Teil meiner variablen Kosten. Aber ich habe auch in anderen Bereichen gespart. Aber da war der Effekt, ehrlich gesagt, verschwindend gering. Also außer beim Entertainment. Ich glaube, da habe ich auch ganz gut sparen können. Aus beruflichen und vielleicht auch ein ganz kleines bisschen privaten Gründen verfolge ich relativ oft viele Streaming-Anbieter. Also ich kündige da meist monatlich und gehe dann zu einem anderen Anbieter, weil da gerade was Spannendes ist, was ich gucken will. Aber was ich viel zu selten nutze, sind die kostenfreien Angebote, die es ja auch gibt, beziehungsweise für die ich sowieso schon bezahlt habe. Zum Beispiel die ARD-Mediathek oder die Dreisat-Mediathek. Da sind oft richtig gute Filme drin, auch internationale Filme. Und das Ganze ist halt auch ohne Werbung. Und da ich es schon bezahlt habe, sollte ich das öfter nutzen. Daher habe ich für diesen Monat alle Streaming-Anbieter gecancelt. Außer meine Musik. Ich glaube, jeder hat so etwas, was er nicht aufgeben kann oder was so wichtig fürs Wohlbefinden ist. Und für mich ist es Musik in bester Qualität. Aber zum finalen Kassensturz kommen wir jetzt auch noch mal ganz konkret. Wie viel habe ich ausgegeben? Wie viel habe ich eingenommen? Wie viel habe ich gespart? Habe ich überhaupt was gespart? Bevor ich zu den harten Fakten komme, muss ich mich bedanken. Denn dieses Experiment hat für mich sehr viel verändert. Aber mit dem besseren und klareren Blick auf Ausgaben und so einem Haushaltsbuch hat es auch dazu geführt, dass ich nochmal besser auf mich gucke. Irgendwie öffnet meistens ein konkreter Blick auf eine
Sache auf einen Bereich ganz viele andere Bereiche, die sonst so im Alltag oder im Durchlauf des Lebens geschlossen sind. Und allein darum ist das schon wieder total bereichernd, was ich hier mache. Für mich. Vielleicht auch für dich, weiß ich nicht. Und meine persönlichste, wichtigste Erkenntnis in diesen 30 Tagen war und ist das Anerkennen von Gefühlen, von Überwältigung, wenn alles zu viel ist. Akzeptieren, was da ist. Weil dann will ich plötzlich auch gar nicht mehr losrennen und das mit Konsum befriedigen oder mich ablenken, sondern einfach anhalten, in mich reinhören und anerkennen, dass es zu viel ist. Ich glaube, davon haben ich und die Welt am Ende auch mehr. Okay, gut, die Supermärkte haben weniger davon, aber ich glaube, die haben auch so genug. Oh, was ich ganz dringend noch sagen wollte. Danke an die Person, die diesen Kommentar geschrieben hat. Du hast meinen Konsum verändert. Und jetzt Hard Facts. Was sind eure Tipps zum Geldsparen? Ich kann bestimmt noch vieles verbessern. Ihr habt wahrscheinlich ein paar Sachen, die... Hard Facts. Ja, okay. Kommen wir zum letzten Tag. Was habe ich gespart? Oder habe ich vielleicht gar nichts gespart? Ich habe mir mal was vorbereitet, damit wir auch eine Grafik haben. Trotz meines monatlichen Budgets von 500 € habe ich im Monat 635 € ausgegeben. Viel mehr als ich hatte. Das konnte ich jetzt aber krass reduzieren. Und zwar 2 € bei Haushaltsartikeln gespart, 20 € bei Unterhaltung, Mobilität 90 € gespart. Und ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass ich mehr zu Fuß gegangen bin, sondern auch, dass ich jetzt anders Auto fahre. Mir ist ein Satz von meinem alten Fahrlehrer eingefallen, der mal gesagt hat, fahr immer so, als hättest du so einen Wassereimer neben dir, neben deinem Schaltknüppel stehen. Dadurch gibt man langsamer Gas, bremst früher und fährt generell vorsichtiger, was dazu führt, dass man auch weniger Benzin verbraucht. Und ich glaube, das spielt hier krass mit rein. Und der größte Punkt sind Lebensmittel. Und hier habe ich 145 € weniger ausgegeben. Das heißt, ich konnte meine Ausgaben von 635 €, die ich eigentlich ausgegeben habe, auf 358 € reduzieren. Das heißt, meine monatlichen flexiblen Kosten sind um 277 € gesunken, denn meine Ersparnis sind 43,62%. Ich habe 43,62% eingespart in diesem Monat. Und ich finde es so krass, weil im Grunde heißt das ja, ich gebe fast 50% mehr Geld aus, als ich müsste. Aufs Jahr gerechnet ist diese Ersparnis übrigens 1.704 €. Da kann man in Urlaub fahren von. Ich finde es so krass. Und wisst ihr, was auch krass ist? Mein nächstes Selbstexperiment. Sparen bedeutet nicht Verzicht, sondern bewusster Konsum. Und den kann ich sowieso für alles empfehlen. Ich mache diese Experimente hier ja auch nicht nur für mich, sondern auch für dich. Wenn du willst, kannst du gerne auch den Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns wieder. Pass auf dich auf.